Ich nenne meine Krankheit sehr, sehr gerne einfach eine Tickstörung. Ich habe auch die Diagnose Tourette-Syndrom. Aber da sind sich die Ärzte nicht so 100% einig. Und dass es eine Tickstörung ist, das ist es auf jeden Fall. Arsch, du Arsch. Stella Lingen ist fast fertig mit ihrem Medizinstudium. Die 25-Jährige ist Sanitäterin und fährt den Rettungswagen, klar, selbst. Stella hat Tourette und spricht offen über ihre Ticks. Ja, ich habe einfach das Glück, sehr, sehr kulante Kollegen und einen sehr kulanten Chef zu haben, die einfach gesagt haben, guck selbst, ob du es kannst, solange kein Patient gefährdet wird. Wir haben das natürlich auch mit dem Arbeitsmediziner abgeklärt. Da war das dann von da aus auch kein Problem mehr. Und dann sind natürlich für mich selbst auch die Ängste weggefallen. Hier am Varisano Klinikum Frankfurt-Höchst werden Tourette-Patienten im Kindes- und Jugendalter behandelt. Leiterin des Sozialpädiatrischen Zentrums ist Annabelle Maurer. Der Name Tourette ist auf den französischen Neurologen und Psychiater Gilles de la Tourette zurückzuführen, der das Krankheitsbild damals beschrieb. Es gibt einmal Personen, die einfach nur unter motorischen Ticks leiden, und es gibt Personen, die nur unter vokalen Ticks leiden. Das ist ein bisschen seltener. Häufig ist es so, dass wenn jemand unter vokalen Ticks leidet, dass irgendwann in der Vorgeschichte auch ein motorischer Tick sich gezeigt hat. Die gehen häufiger dann Hand in Hand. Und das ist eben auch die Auffälligkeit, unter die Frau Lingen leidet. Für Stella Lingen ist es Alltag, dass Leute oftmals hingucken oder bei ihren Ticks verkrampft wegschauen. Ja, es ist sehr oft dieses aktiv weggucken, sage ich mal. Also ich kenne das ja von mir selbst. Es ist dieses, ich möchte jetzt nicht andere Leute anstarren, die irgendwas Besonderes haben. Aber natürlich ist dieses aktiv weggucken auch irgendwo in eine Richtung, ich habe es jetzt wahrgenommen. Also, aber es ist schwierig, das weiß ich ja selbst. Also das ist bei mir ja genauso, wenn ich irgendwelche Leute mit irgendwelchen Besonderheiten sehe. Zum Beispiel dich mit deinem Gesicht. Also ich habe im Einsatz sehr, sehr wenige Ticks. Also gerade die komplexen fallen eigentlich komplett weg. Also dass ich Dinge sage oder sowas, das kommt eigentlich gar nicht vor. Die motorischen sind meistens nach wie vor da, also die Kopfbewegung. Tourette ist durch rechtzeitige Verhaltenstherapie und medikamentös zwar behandelt, aber nicht heilbar. Gesellschaftlich sind die Tickstörungen zum Glück weitestgehend akzeptiert, so Diplompsychologin Annabelle Maurer. Es ist häufig so, dass die Kinder nicht berichten, geärgert zu werden, gehänselt zu werden oder ausgegrenzt. Das ist ein großer Vorteil, dass einfach die Tickstörung als solche in den Medien auch besprochen wird, dass viele Beobachter mittlerweile auch einschätzen können, dass es sich um eine Tickstörung handeln könnte, dass Lehrer sehr aufgeklärt sind und es für die Kinder einfach nicht zu einer vermehrten Ausgrenzung kommt. Stella Lingen geht mit ihren Ticks normal um. So hat sie bei Instagram und YouTube nicht Tourette als Thema, sondern zum Beispiel ihren Weg durch das Medizinstudium. Ich dachte, ich nutze mal wieder hier diese Plattform, diese Reichweite, um mit ein paar Mythen rund um das Thema Medizin aufzuklären, aufzuweichen. Genauer gesagt geht es heute um das Thema Medizinstudium. Stella Lingen macht eins klar: Auch mit Tourette sind hochgesteckte Ziele möglich. Sie wird bald an einem Krankenhaus als Ärztin arbeiten.